So, Bredan, ihr Lieben, heute nehme ich euch mit in die größte Tropfsteinhöhle Europas, die Postojna-Höhle oder wie die Slowenen sagen, Postojnska Jama. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Höhle entstand in Kalkstein, der sich vor 70 Millionen Jahren am Meeresgrund gebildet hat. Und bevor etwa 3 Millionen Jahren begannen die an der Oberfläche fließenden Flüsse zu versickern, Kalkstein zu löschen und alle diese unterirdisch abzufließen. Alle diese Sickerflüsse bildet viele Höhlegänge. In der Höhle finden wir viele Tropfsteine und Sinterbildungen. Alle diese Tropfsteine sind verschiedene Formen, verschiedene Farben und natürlich verschieden groß. Diese kleinsten, welche von der Decke hängen, sind Stalaktiten. Diese größeren, welche am Boden wachsen, sind Stalagmiten. Und wann passiert, dass Stalaktit und Stalagmit zusammentreffen, wie da, dann bekommen wir Höhlesäule oder Stalagmat. Alle diese Tropfsteine entstehen durch natürliche physikalisch-chemische Prozesse. Das Regenwasser sickert durch Oberfläche und löscht Kalkstein. Wenn diese Regentropfen die Decke erreichen und da Calciumcarbonat lassen, formiert Stalaktit. Wenn diese Regentropfen am Boden fallen, dann formiert Stalagmit. Alle diese Tropfsteine sind also verschiedene Farben. Wir haben so, die weiße Farbe Tropfsteine sind aus puren, reiner, nur Kalkstein. Rötliche Farbe kommt mit Kalkstein ein bisschen Eisenoxiden und diese graue bis schwarze Farbe kommt von Manganoxiden. Alle diese Tropfsteine wachsen sehr, sehr langsam. Nur 1 Millimeter in 10 Jahren. Und da ist der höchste Stalagmit in dieser Höhle. Ist 16 Meter hoch und fast 500.000 Jahre alt. Die Temperatur in der Höhle ist ziemlich gleich durch ganze Jahr, plus 9 bis 10 Grad. Und die relative Feuchtigkeit ist fast 98%. Die ganze Höhlensystem ist 24 Kilometer lang. In diesem System finden wir 5 Höhlen. Diese Höhle, Bilka, Schwarze, Magdalena und Inselhöhle. Aber heute sehen wir gute 5 Kilometer. 2 Kilometer mit Zug, jetzt gehen wir 1,5 Kilometer zu Fuß bis Konzertsaal und von da fahren wir wieder mit Zug raus.
Von hier aus wurde die Burg verteidigt. Hier haben wir eine von mehreren Schießscharten. Und hier haben wir die Toilette. Der Burgherr in seinem Gerichtszimmer. Und hier haben wir die Folterkammer. Der Speisesaal. Die Küche mit einem natürlichen Waschbecken mit Abfluss nach draußen, einem natürlichen Kühlschrank in den Berg hinein und die Feuerstelle. Die Terrasse. Hier haben wir eine kleinere Terrasse, die über eine Treppe durch den Berg erreichbar ist. Und auch einen sehr schönen Blick in das Tal gibt. Das Kaminzimmer, das einzige Zimmer der Burg, was geheizt wurde, was auch als Schlaf- und Badezimmer genutzt wurde. Die Kapelle war über 3 Stufen vom Kaminzimmer aus zu erreichen. Die Sakristei. Das Waffenlager. Der Dachboden. Von der Burgwarte eröffnet sich der schönste Blick in das Tal. Hier beginnt die Höhlenburg. Hier bin ich in der Höhlenburg. Und hier im Rittersaal. Ein sehr interessanter Tag in der größten Tropfsteinhöhle Europas, der Postojna Höhle, und der Felsenburg Predjama geht zu Ende.
Die Tropfsteinhöhle ist so groß, dass man die ersten 2 bis 3 Kilometer mit einem Zug hineinfährt. Und wenn man dann das Endziel erreicht hat, hat man noch einmal die Möglichkeit, 1,5 bis 2 Kilometer zu Fuß zu erkunden. Für die Besichtigung der Burg bekommt man bei der Ausgabestelle der Tickets ein in seiner Sprache besprochenen Handy, die einem an den verschiedensten Punkten, die auch mit Nummern versehen sind, durch Eingabe dieser Nummer Informationen geben. Und diese Informationen habe ich in stark abgeschwächter Form zur Erklärung in das Video eingesprochen. Ich hoffe sehr, euch hat dieser Tag so gut gefallen wie mir und ihr seid auch morgen gerne wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.